Zum Abschluss der Serie haben wir nochmal die wichtigsten Infos für dich kurz zusammengefasst. Warum ist es überhaupt wichtig, sich Gedanken über die Karenz und den Wiedereinstieg zu machen? Durch die Berufsunterbrechung kommt es nicht nur zu kurzfristigen Lohneinbußen, sondern auch nach 10 Jahren liegt das Einkommen von Müttern im Schnitt nur bei der Hälfte wie vor der Karenz. Dass wirklich so ein extremer Unterschied war, das war mir nicht bewusst, dass ein Unterschied ist. Klar, aber... Sich früh genug Gedanken zu machen über die Karenz ist wichtig. Nämlich, wie lange gehe ich später mal in Karenz? Kann ich meinen Job nach der Karenz immer noch ausführen? Wie bespreche ich das Ganze am besten mit meinem Arbeitgeber, mit meiner Arbeitgeberin? Damit später mal alles so klappt, wie du dir das vorstellst, braucht es genug Vorbereitung. Du musst vor allem 3 Dinge beachten. Den Elternkalender, die Wahl der Kinderbetreuung und das Kinderbetreuungsgeld. Der Elternkalender der Arbeiterkammer begleitet dich durch Schwangerschaft, Karenz und Elternteilzeit. Im Elternkalender findest du alle wichtigen Amtswege, gesundheitliche Untersuchungen und wichtige Infos zu Job und finanziellen Hilfeleistungen. Nun zum Geld. Welches Kinderbetreuungsgeldmodell soll ich eigentlich wählen? Es gibt prinzipiell 2 Modelle. Das erste ist das Kinderbetreuungsgeldkonto und das zweite ist das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld. Beim Kinderbetreuungsgeldkonto erhält man einen Fixbetrag von rund 12.000 €, den man über einen selbstgewählten Zeitraum ausbezahlt bekommt. Das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld ist maximal 1 Jahr möglich und ist vorteilhafter bei höherem Einkommen. Es wird nämlich 80% vom Wochengeld ausbezahlt. Wie lange soll ich am besten in Karenz gehen? Das jetzt zu beantworten ist gar nicht so einfach und hängt von unterschiedlichen Dingen ab. Es gibt Studien, die belegen, dass es gut ist, eine kurzfristige Unterbrechung zu haben, wenn man in Elternkarenz geht. Und es ist auch so, dass, wenn man in Elternkarenz ist, eine Zeitspanne von 18 Monaten diejenige ist, die am wenigsten Nachteile mit sich bringt. Aber natürlich ist es ganz individuell und es hängt viel davon ab, in welcher Familiensituation sie sind, in welcher Lebenssituation und wie auch ihre finanzielle Situation ausschaut. Es gibt einige Dinge, die man tun kann als Mutter, damit man den Wiedereinstieg in den Beruf gut schafft. Proaktiv mit Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sprechen und somit Motivation signalisieren. Eine Aus- und Weiterbildung machen und in Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen bleiben. Der WAF bietet auch Unterstützung bei Weiterbildungen an. Der WAF übernimmt sogar deine Kosten für eine Weiterbildung während der Karenz. Und was sind die Voraussetzungen? Ihr Hauptwohnsitz ist in Wien und Sie brauchen eine Beschäftigung. Eine Liste von den anerkannten Bildungseinrichtungen findet man auf der Webseite vom WAF. Jede Familie löst es jetzt anders und individuell. Wir haben deswegen nochmal bei der Expertin Sonja Dörfler-Bold nachgefragt, wie man dann so eine Karenz am besten partnerschaftlich aufteilen kann. Sinnvoll wäre auf jeden Fall annähernd die Karenzzeit partnerschaftlich aufzuteilen. In der ersten Phase werden sich wahrscheinlich die meisten Paare dafür entscheiden, dass die Mutter zu Hause beim Kind bleibt, weil es da auch um Dinge wie Stillen geht etc. Und dann in der zweiten Phase der Karenz kann dann der Vater sozusagen auch in Karenz gehen, die Karenz beanspruchen. Ja, damit hat er auch eine Chance, eine gute Bindung zu seinem Kind aufzubauen. Das Kind hat auch sozusagen die Chance, Zeit mit dem Vater zu verbringen. Und die Mutter hat damit auch die Chance, sozusagen auch wieder im Erwerbsleben Fuß zu fassen. Und damit ist auch insgesamt das System Familie besser abgesichert, was finanzielle Angelegenheiten jedenfalls betrifft. Ich hoffe, euch hat die Serie geholfen und einen guten Einblick zu den Themen Karenz und Wiedereinstieg gegeben. Bei Fragen meldet euch doch einfach beim WAF.